Die heutige Folge Interview mit einem Imker wird gesponsert von der Firma More Labels. More Labels findet ihr in Zukunft im Internet unter der Adresse wunschetikett.de und auf der Seite wunschetikett.de findet ihr eine große Auswahl an fertigen Etiketten, sowohl für 50 Gramm Gläser, für 250 Gramm Gläser, für 500 Gramm Gläser, alles, was ihr euch wünscht. Ihr könnt euch dort eine Blankovorlage zukommen lassen und könnt euer eigenes Etikett designen. Und was sehr cool ist, ihr könnt eure eigenen Fotos, Logos, Grafiken dort hinsenden und bekommt einen Vorschlag für euer individuelles Wunschetikett zurück. Wenn ihr damit zufrieden seid, könnt ihr das drucken lassen. Die Erstellung ist für Neukunden in der Regel beim ersten Mal kostenlos. Und wenn ihr dann neue Etiketten braucht, könnt ihr die dort einfach nachbestellen. Die Stärken von More Labels liegen in der individuellen Beratung und ihr könnt dort jederzeit mit der Firma Kontakt aufnehmen und die beraten euch bei allen Fragen, die ihr habt, wie man Etiketten richtig gestaltet, welche Angaben eventuell drauf müssen und so weiter. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euer eigenes Label individuell zu gestalten, dann freut sich More Labels sehr darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ja, schaut mal auf die Seite wunschetikett.de und guckt euch das Angebot an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten Folge Interview mit einem Imker. Dann willkommen zur dritten Folge Interview mit einem Imker. Wir haben heute Sabrina zu Gast. Ich habe dich angepriesen mit, du verkaufst jeden Honig an allen. Ich habe dich angeschrieben über dein Instagram-Profil und du hast irgendwie innerhalb von, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, du hast innerhalb vom April angefangen mit Instagram und jetzt hast du 2000 Follower und postest jeden Tag super Sachen über Honig und was du alles verkaufst. Und ich habe gesagt, es ist so viel besser, als die meisten von uns Honig vermarkten. Wir müssen unbedingt mal drüber sprechen, wie du das machst. Willkommen. Hallo. Magst du vielleicht kurz ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, gerne. Also ich heiße Sabrina und ich bin Imkerin im 7. Jahr. Also ich komme aus einer Imkerfamilie und ich imke eigentlich seit Kind an, aber seit 7 Jahren auch alleine. Genau. Und du hast ein bisschen übertrieben, also ich habe keine 2000 Follower und ich poste auch nicht jeden Tag, aber sehr oft. Fast 2000, ja. Und du hattest mir vorher erzählt, ihr habt eine Familienimkerei, also deine Eltern haben auch Völker und du hast Völker und so. Genau. Und du vermarktest dann hauptsächlich den Honig von euch? Ja, also ich vermarkte vor allem unseren eigenen Honig, den wir auch selber ernten. Genau. Und ja, meine Eltern gehen auch auf den Markt, also auf dem normalen Bauernmarkt, sage ich jetzt mal. Ja. Das mache ich jetzt eher nicht. Ich verkaufe dann eher so online oder Haustüre. Da kommen wir dann, denke ich, noch dazu. Ja, ja. Lass uns mal mit online anfangen. Verkaufst du, wie funktioniert das bei dir? Also ich habe gesehen, du hast mir vorhin geschrieben, du musst noch Honigpakete wegbringen. Sind das Menschen, die online bei dir bestellen und dann machst du was fertig und verschickst das? Oder ist das dein Webshop oder ist es Instagram oder wie Also ich funktioniert? habe da verschiedene, ich sage jetzt mal Zweige. Ich habe einen Internetshop. Auf diesem Internetshop kann man online bestellen. Dann verschicke ich das zum Beispiel im Paket. Aber man kann das auch bei mir an der Haustür abholen. Dann spart man sich auch die Versandkosten. Ich habe eigentlich mit dem Internetshop angefangen, dass einfach die Leute auch wissen, was ich überhaupt für Honigsorten da habe. Dass man einfach mal schauen kann, weil ich ja hauptberuflich was anderes mache und keine Öffnungszeiten, sodass man vorbeikommen kann. Ja. Und ich kenne ganz viele Leute, die mir sagen, ja, ich habe zwar einen Online-Shop, aber da bestellt so gut wie nie jemand was. Aber bei dir funktioniert das? Ja, ich höre das ganz, ganz oft Mhm. und werde manchmal auch belächelt, ehrlich gesagt, warum ich einen Online-Shop habe, weil das geht doch eigentlich eh nicht, Honiggläser zu verschicken. Es ist ja voll problematisch, die gehen kaputt und der Versand ist teuer. Aber ich muss sagen, bei mir läuft es. Es hat ein wenig gedauert. Ich habe den Shop seit 2014. Im ersten Jahr war es sporadisch. Da haben auch nur Bekannte bei mir bestellt, also die mich schon bereits gekannt hatten. Aber mittlerweile habe ich aus ganz Deutschland die Bestellungen. Und ich verschicke sehr, sehr viel. Ich habe extra Versandkartons.
Und es geht ganz selten mal ein Glas kaputt. Ja. Wichtig ist halt also das Verpacken, dass das halt passt. Und was sind das für Kartons? Also irgendwie spezielle Honigkartons oder hast du irgendeinen Tipp, welche man... Also ich habe verschiedene getestet Mhm. und ich habe eine Sorte Kartons für mich entdeckt. Also da war bisher, Gott sei Dank, toi toi toi, noch nichts kaputt. Das ist praktisch ein Karton im Karton. Da wird das Glas praktisch von Karton umhüllt und in einem Karton reingestellt. Es geht Okay. relativ schnell zu verpacken. Allerdings ist der Karton natürlich auch kostspielig. Mhm. Und das muss ich natürlich auf die Versandkosten mit draufschlagen. Ich kann nicht versandkostenfrei ab einer gewissen Menge anbieten, weil umso mehr Gläser bestellt werden, umso schwerer wird ja auch Na der klar, Karton. ja klar. Und dann kann ich ja kaum sagen, bei 12 Gläser ist der Versand umsonst, weil dann wird es sogar richtig teuer. Ja, ja, ja. Ja, ich habe auch vorhin mal ein bisschen gestöbert. Ihr habt auch günstigere Honige im Angebot, von günstig bis auch nicht so preiswert. Also das, ne, klar, ist ja auch immer mit Aufwand verbunden und so. Ja, Muss man ja auch dann, klar. muss man da ja auch irgendwo das Geld wieder reinkriegen, ja. Ja. Blütenhonig ist natürlich günstiger und ja. Ihr habt, oder du hast kleine Gläser, die 50 Gramm Mhm, Gläser, 500 und 250 Gramm. mhm. Genau, also hier, Mhm. diese meinst du, ne? Ja, Genau. genau. Mhm. Wo kriegst du Etiketten für 50 Gramm Gläser her? Wie funktioniert das? Für 50 Gramm Gläser, Ja, ja. Ich, schreibst du dann jetzt hier Werbung nein, nein, drunter, nein, ich oder? schreibe, du, jetzt nur, wenn du sagst, ich lasse die von der Werbeagentur machen oder ich kaufe die da, also, oder ich kaufe sie im Internet, das langt ja schon. Okay, Nur, also ich sag mal so, ich habe hier dieses Logo mit dieser Biene. mhm, Das habe ich mir durch eine Werbeagentur hier regional erstellen lassen. ja, Und dann gibt es die Firma More Labels in Kiel, die drucken okay, Honigetiketten. ja, Und bei denen kann man von 50 Gramm, 125, 250, 500 Gramm ach alle cool. Größen Das bestellen. wusste ich auch noch nicht, dass es 50 Gramm mit Gewehrverschluss und so gibt. Ist ja Ja. super. Ja. Schön. Ähm, was bestellst du da so in Anzahl, Mengen, wenn ich mal fragen darf? Also umso größere Stückzahlen man Mhm, bestellt, umso günstiger wird es natürlich. Also klar, der Unterschied zwischen 100 und 200 Etiketten ist sehr gering. Also ob ich jetzt 100 oder 200 bestelle, also ich würde da unter 200 pro Sorte gar nicht anfangen zu ja, bestellen. Und ja, wenn man 500.000, dann ist die Staffelung bis 2.500, glaube ich, geht die ja. Staffelung. Weil ich habe immer Angst, ich habe jetzt gerade 500 bestellt und ich habe immer Angst, dass sich mal irgendwas ändert oder, weißt du, Ja, umziehen oder sowas, dann sitzt du auf 450 von den, also gut, 500 gehen Ketten, auch schnell weg, aber ja. so, ich habe immer Angst, wenn man mal 2.500 bestellt, dass dann Mhm. irgendwas sich ändert an den Angaben oder so. Naja, es kommt halt darauf an, wie viele Gläser man verkauft. Wenn man jetzt nicht Ja, so viel verkauft, würde ich jetzt auch keine 2.000 Etiketten bestellen. ja, Was ich gemacht habe, also ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ich habe hier ja, Blütenhonig schon eindrucken lassen und ich habe mir auch Blanko-Etiketten drucken lassen, weil ich ja. habe von gewissen Sortenhonigen einfach nicht so viel, wie zum Beispiel Kirschblütenhonig, und da brauche ich jetzt auch keine 2.000 Etiketten Mhm. und das schreibe ich dann mit dem Stift rein. Also dann habe ich Okay. so Blanko-Etiketten für 50, 250 und 500 Gramm. Mhm. Und dann kann ich mit einem wasserfesten schwarzen Stift kann man das dann gut reinschreiben. Cool. Schön. Ich habe gesehen, du hast, wenn du so Geschenkkörbchen und so machst, so Plastiktüten sind Bonbons drin und eine Salbe und Honig und sowas. Mhm. Stimmt das? Ja, ne? Also, Ja, also ich verpacke auch so ja, Geschenksätze. genau. Machst du die auch selber? Also, oder sind das irgendwelche vorgefertigten Sachen? Meinst du jetzt die Geschenke-Sets oder die Nee, ja, Salbe? genau, die Geschenkkörbe, gut, da ist ja dein Honig drin, das heißt, wahrscheinlich machst du die selber, aber so auch Ja. die Laschen dafür und so, das sieht alles so Ja. professionell aus. Echt? Okay. Ja, 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 viel professioneller als ich bei mir selber kenne und auch bei ganz vielen Okay. anderen sehe. Ja, also ich bastel sehr, sehr viel und diese ganzen Geschenkkartons, die du wahrscheinlich meinst, die habe ich alle selbst aus Tonpapier gebastelt. Ja, Also ich habe so eine Stanzmaschine. okay. Da kann man praktisch gewisse Schablonen durchwalzen und so Kartons kann man mit einem Faltbrett entsprechend in allen gewünschten Größen erstellen. Ja. Okay. Also die mache ich auch alles selbst. Wahnsinn.
Und auch was waren das, so kleine, da stand irgendwie ein süßer Gruß drauf oder so Ja, Adventskalender. Das ist auch von dir gemacht? ja, so Wahnsinn. Oh, Häuschen und cool. so. Ihr müsst unbedingt mal Instagram-Kanal bei ihr gucken. Ich blende das unten ein. Ist wirklich, wirklich gut. Also, Das ist wirklich lieb. ja, ich sage ja, ähm, oft, ich weiß, Männer neigen ja dazu, dann irgendwie, weißt du, Dipglas einfach weg und du machst das. Ja, Und da es kommt soll schon wahrscheinlich, schön ausschauen. genau, da kommt wahrscheinlich auch der Erfolg her, warum das online so gut geht und bei dir vielleicht besser geht als im Dipglas an der Haustür. Aber Ja. deswegen sind wir ja hier, um da heute mal drüber zu reden. Mhm. Du hast Zukaufartikel auch im Shop. Mhm. Also die Und, Bonbons zum hm? Beispiel, ne? Ja. Oder und die. ja. Hm? Und die hast du dann einmal zum Verkaufen, klar, und machst damit dann die Präsentkörbe und so weiter. Ähm, lohnt das? Also so Bonbons zum Beispiel im Shop oder die Salben oder so? Ja, schon. Also schon alleine lohnt sich deshalb, weil ich es ja selber gerne nutze. Ja. Und es ist ja blöd, wenn ich selbst davon überzeugt bin und das dann aber meinem Umfeld nicht anbieten kann. Also die Bonbons, die mag ich zum Beispiel selber sehr gern. Diese Mhm. Honigmilchbonbons, die kennt jeder Imker. Ja, ja. Und die Lindeser Handcreme, die nutze ich halt selber jeden Tag. Und ähm, ich glaube, wenn man selber von seinen Sachen überzeugt ist, dann verkauft man die halt auch ganz gut. Lohnen ist immer so eine Sache. Es ist ja alles eine Preiskalkulation. Ich muss die Sachen ja auch zukaufen. Ja. Und wenn ich jetzt einen normalen Handelsfaktor draufschlagen würde, dann wäre es vielleicht auch zu teuer. Es ist jetzt nicht das Mega-Geschäft, aber ich sag mal so eine Aufwandspauschale springt dabei raus. Ja, das ist gut. Ich finde das immer spannend zu hören. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, Anfang diesen Jahres oder sowas haben wir mal angefangen und machen, als dieser Hype mit Bienenwachstüchern und so da war, haben gesagt, Ach da so, machen wir ja. auch mal mit. Und das ist gar nicht so wenig Aufwand dafür, dass es doch nicht so doll nachgefragt wurde, wie wir am Anfang gedacht haben. Also wir haben ein paar Sets verkauft und so, aber das ist dann irgendwann auch wieder abgeebbt und da haben wir zum Beispiel, das haben wir dann sein gelassen. Ähm, Mhm. aber ich sehe ja, du hast die Kerzen auch mit drin. Sind das eure Kerzen oder teils oder? Ich habe Teelichter, Hm? Bienenwachs-Teelichter und ich schaue halt immer, dass ich etwas anbieten kann, was nicht jeder hat. Ich habe Teelichter mit so einer kleinen Biene oben drauf und ein Ja, Herz. Das passt ja zu mir, Honigmanufaktur mit Herz heiße ich genau. ja. Und dann passt das Herz ganz gut. Allerdings ist mein Kerzensortiment noch sehr klein. Ja, bisher kann ich es einfach noch nicht anders wuppen und die Teelichter waren dieses Jahr der Renner. Nächstes Jahr werde ich vielleicht noch ein, zwei andere Sorten mit reinnehmen. Aber es muss ich ja auch trotzdem alleine noch schaffen. Ich bin ja eine Ja, na One-Man-Show. klar, logisch. Was heißt der Renner? Also ich verstehe, ich meine, was heißt das da in Zahlen? Sagst du, ich habe 50 Stück verkauft oder 500 oder irgendwo oder Also noch ich habe mehr? Großabnehmer, nee, also viel mehr. Also ich habe Großabnehmer, die haben auf einen Schlag 250 bis 300 Stück schon abgenommen, Boah, inklusive echt? Gläschen. Mhm. Und da hatte ich jetzt mehrere Großabnehmer und also gerade im Privatkundenbereich kann man praktisch sagen, jeder zweite Kunde hat Teelichter bei mir mitgenommen. Also der Honig gekauft hat, hat auch noch Teelichter bei mir gekauft. Echt? Ja. Und wenn ich richtig erinnere, nimmst du, glaube ich, 90 Cent für ein Teelicht? Genau, ja. Das ist 90 nicht Cent. schlecht. Wenn Also das ist, ja. das ist schon ordentlich. Das ist auf jeden Fall ein regionaler Preis. Mhm. Ich habe mich mit Imkern bei uns hier vor Ort ein bisschen abgesprochen, weil ich finde es auch immer wichtig, gerade als junger Imker, dass man dann nicht auf den Markt kommt und alle anderen Imker verdrängt. Und es geht ja auch sehr viel über den Preis. Und ich bin ja sowieso ein Freund davon, wenn das handwerklich mit Liebe erstellt wurde, dass es einfach seinen gewissen Preis hat. Ja, Und alle anderen Imker bei uns hier regional verlangen auch 90 Cent pro Teelicht. Und ich habe mich da einfach ein bisschen angegliedert. ja. Ach, Ja. also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so viel, dass da echt Leute 250 Stück auf einmal bei dir bestellen. Das ist, Ja, also das waren Großabnehmer. na Also das klar. war ein Projekt. Ich habe immer wieder mal so kleine Projekte, die ich gar nicht so großartig bewerbe, weil wenn dann noch viel mehr kommen, schaffe ich das gar nicht alleine. Ja, Deswegen muss ich das immer ein bisschen eindämmen. deine Probleme Aber möchte ich haben, ja. ja, das waren jetzt im Dezember Buchboxen. Da wurde Mhm. ein schöner Roman, wo es um Bienen geht, verschickt mit einem Glas Honig und einem Teelicht. Das fand ich super nett. Darf ich mal, also musst du nicht erzählen, wenn du es nicht willst, Mhm. aber wie
kommt so ein Kontakt zustande? Schreiben die dich an und sagen, hey Sabrina, wir haben gesehen, was du machst? Oder kümmerst du dich darum? Oder ist das Zufall? Also am Anfang dachte ich immer, es ist Zufall. Bin ja sehr bescheiden auch. Und ich muss sagen, das Instagram hat mir sehr viel gebracht. Ich bin ja erst eigentlich seit Corona dabei. Ich hatte einfach wie viele anderen viel mehr Zeit, auch von meinem Hauptjob geschuldet. Und bin ja jetzt seit 8 Monaten bei Instagram dabei und darüber sind sehr viele, gerade solche großen Anfragen gekommen. Cool. Also so kleinere, moderne Startup-Unternehmen, die halt gewisse Projekte jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit umsetzen wollten. Und die haben dann aufgrund meiner Bilder oder was ich so in den Stories immer so zeige, konnte ich sie einfach überzeugen, ja. Was glaubst du, warum? Also ich habe 2100, du hast irgendwie 1800 oder sowas Follower. Mich schreibt niemand an. Niemand möchte von mir Honig haben. Oder was glaubst du, was ist der Unterschied? Dass du öfter postest zum Beispiel? Oder, also ich sehe zum Beispiel deine Stories jeden Tag. Du sagst jeden Tag quasi Guten Morgen und hier bin ich und ich wünsche euch einen schönen Tag und so. Also jetzt als Bild, nicht, ne? Nicht videomäßig. Aber glaubst du, das ist auch ein Grund dafür? Ich merke das in meinem Umfeld, also auch meine ganzen Freundinnen, Familie, Bekannte, die sind voll bienenverrückt geworden durch mich, weil ich alle irgendwie mit meiner Begeisterung anstecke. Ich kriege täglich Fotos von irgendeinem Oberteil mit einer Biene oder ein Möbelstück, wo eine Wabe drauf ist, weil alle irgendwie immer an mich denken muss, weil ich das scheinbar in meinem Alltag so verkörper. Also es ist wirklich immer jeden Tag da, dieses Bienenthema. Und jetzt gerade die Winterzeit ist für mich schwierig, weil ich ja nicht an den Bienen bin. Aber wirklich ungelogen, jeden Tag beschäftige ich mich mit irgendwas, ob ich mein Etikett tune oder was im Online-Shop mache oder irgendwas bastel für meine Verpackungen. Und ich glaube, die Begeisterung ist so ansteckend. Kannst mir nur so erklären. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Cool, schön. Machst du so Hochzeitsgläschen oder Geburtstagsgläschen oder sowas? Dafür nehme ich hauptsächlich die hier. Ja. Die 50 Gramm. Und erzähl, ich möchte gar nicht so viel. Meine Idee ist ja so entstanden, weil dieses Hochzeitsgläschen war unser Hochzeitsgläschen. Also wir haben 2014 geheiratet und wir wollten an unserer Hochzeit eigenen Honig ernten. Und so sind die Bienen bei uns zu Hause eingezogen. Und dann haben wir das in diesen 50 Gramm Gläschen unseren Gästen geschenkt. Und ja, viele haben sich dabei anstecken lassen. Also ich habe in diesem Jahr weniger, wegen Corona waren ja die Hochzeiten geringer. Aber ich habe schon für mehrere Hochzeiten zu 50 Gramm Gläschen abgefüllt oder auch für Kommunionkinder. Bei uns ist so der Brauch hier in der Bamberger Region, dass so Krapfen ausgetragen werden. Ja. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch ist. Bei uns heißen sie Berliner, aber du meinst hier die Teig Nee, das sind Krapfen. Ja, klar. Da können wir ja mal diskutieren, ob das Krapfen oder Berliner heißt. Also bei uns ist das ein Krapfen und einige schenken da zum Beispiel eine Flasche Wein mit oder jetzt eben auch Honig, würde ja auch gut passen. Ja. Und wenn du mal angenommen, es kommt jemand und sagt, ich würde ganz gern für meine Hochzeit, ich habe 200 oder 150 Gäste, ich brauche 150 von diesen kleinen Gläschen. Machst du das pro Glas oder sagst du dann, okay, das kostet so und so viel und dann alles komplett? Oder geht das irgendwie, rechnest du das, also musst du jetzt nicht sagen, wie viel, aber rechnest du das pro Glas hoch oder gibt es da einen Pauschalpreis? Ja, also es ist so, einfach auch aus Lebensmittelrecht verkaufe ich es nur mit meinem Etikett. Wenn jetzt die Hochzeitsgäste da was anderes drüber kleben wollen oder so, das können sie dann selber machen. Was ich nicht anbieten kann, ist, dass ich individuelle Etiketts erstelle mit Namen und so, weil es muss ja trotzdem deutscher Honig draufstehen. Es gibt ja gewisse Angaben bei Etiketten und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Allerdings, wenn jemand 100 Stück bei mir bestellt, zahlt er natürlich nicht den regulären Preis. Also ich mache dann schon einen Mengenrabatt mehr oder weniger, dass ich sage, ab einer gewissen Menge ist es dann auch günstiger. Ja, stimmt, das ist gut zu wissen. Wenn du die normalen Gläser nimmst, das ist natürlich was anderes, als wenn du so Sondereditionen irgendwie mit für Hochzeit von und so. Vorhin hast du mir geschrieben, du musst noch deine Honigtour zu Ende machen. Wie ist das organisiert? Also ist jetzt Corona oder ist das so ein Bringdienst, den du...
Ja, es hat sich ein bisschen durch Corona jetzt rauskristallisiert, weil ich jetzt auch einfach die Zeit hatte die Woche. Normalerweise ist es so, bestellen die Kunden bei mir und holen das bei mir an der Haustür ab. Jetzt im Lockdown auch kontaktlos. Also ich mache das dann auch wirklich so gestückelt mit Zeiten, dass sich da auch keiner trifft. Und weil es jetzt gar so viel war, also ich hätte ja jedes Mal an der Tür stehen müssen und das nächste Kartönchen rausstellen, habe ich gesagt, ich mache es anders. Ich lade einmal am Tag mein Auto voll und fahre die Tour bei uns im Umkreis. Und das ist für mich auch leichter zu handeln. Und dann habe ich das jedem vor die Haustür gestellt mit Beleg. Dann können die mir das per PayPal oder per Banküberweisung bezahlen. Ach, cool. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist Und nicht schlecht. vielleicht werde ich das auch nach wie vor anbieten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einmal in der Woche mache, vielleicht einmal im Monat, dass ich sage, ich Ja. fahre da eine Honigtour und ja, so Haustürservice sozusagen. Ja, es ist total witzig, ne? Dass das, gut, ist jetzt auch Weihnachten, na klar, die Leute haben auch eine Menge andere Sachen um die Ohren. Da nimmt man Ja, so ein Angebot natürlich gerne an. Ich merke das ja. jetzt auch bei uns. Wir haben so einen Verkaufsautomaten vor der Haustür stehen, und das ist total gut. Also Mhm. es wurde erst ein Glas Honig geklaut und ansonsten alle Okay. ehrlich, die meisten geben immer 50 Mhm. Cent mehr. Und wir haben unheimliche Ersparnis, so zeitmäßig, ne? Weil, Zeitmäßig. Mhm. genau, du sonst gehst halt doch 20 Mal, wenn schönes Wetter ist und viele auf dem Fahrrad sind, dann gehst du doch irgendwie 10, 20 Mal am Tag zur Tür. Und mit allen Mhm. quatscht er auch noch mal ein bisschen. Und ne, jeder möchte dann auch noch ein bisschen was erfahren und das macht man auch alles immer gerne. Ähm, und mit dem Automaten das ist schon Mhm. gut. Also Das es ist ist nur so ein cool, ja. Selbstbedienungsding und weil der nimmt dir ein bisschen Zeit ab, aber es klingelt trotzdem noch genug Leute und man quatscht und so. Ja, Also es klar, geht die einem wollen nicht ja trotzdem verloren. quatschen. Ne, genau, genau. Ja. Ähm, machst du sagtest vorhin, deine Teelichter hast du dich an den anderen Imkern im Umkreis orientiert. Machst du sonst irgendwelche Preiskalkulationen, wo du sagst, das muss ich haben für den Honig? Oder ist das eher so ein aus dem Bauch heraus, was möchte ich, dass er kostet? Und wie machst du deine Preise? Mhm. Also es gibt so eine Faustregel, wenn man an Honig im Großhandel im Kilo kaufen würde, das muss es im halben Pfund kosten. Ja, okay. Ne, also das sollte so das Mindeste sein, dass der Großhandelpreis pro Kilo ein Pfund Glas kosten muss beim Imker. Für das Glas, den Aufwand zum Abfüllen, die Hygienemaßnahmen, das Etikett und so Mhm. weiter. Das ist so, finde ich, das Minimum, was da rausspringen muss. Und tatsächlich spreche ich mich schon mit unseren Imkern vor Ort ab. Wir haben Imker, die verkaufen am Blütenhonig für 4 Euro das Glas. Das kann ich einfach nicht, weil dann würde ich tatsächlich noch ein Geld mitbringen. Ja. Die Zeit rechne ich gar nicht. Also die Zeit darf man ja sowieso nicht rechnen. Mhm. Ich habe es mal ausgerechnet. Was schätzt du, was ein Glas Honig kosten würde, wenn du deine Zeit mit einkalkulieren würdest? Das möchte ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 23, 24, Ja, 25 Euro. 25 Euro. Ja, ja, 25 Euro müsste da ein Glas kosten und das würde ja auch keiner bezahlen. Ne? ja, Und ich denke, wir Imker sollten da auch ein bisschen zusammenhalten und Preisabsprachen sind ja in Deutschland verboten, aber man kann sich ja orientieren und wenn der Imker im Nebenort einen Preis verlangt, der für einen selber auch, ich sage jetzt mal, akzeptabel ist, dann sollte man jetzt nicht sagen, ach, dann verlange ich 50 Cent weniger, um ihm die Kunden das abzupacken. stimmt. Das Das stimmt. finde ich nicht schön. Ich finde, ich kannte das vorher nicht, dass du sagst, oder dass man sagt, ein Kilopreis im Großhandel und das muss das dann irgendwie in 500 Gramm, ein Pfund Honig bringen. Also Das ist mindestens, ja. ja, ja, aber das ist ein sehr, sehr guter Merksatz, gerade wenn man sich nicht ganz sicher ist und auch nicht die Mhm. Preise der anderen irgendwie kennt und so weiter. Mhm. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe bei mir gemerkt, immer wenn ich mal Werbung mache, probiere ich herauszubringen, dass deutscher Honig und Imkerhonig was sehr, sehr Besonderes ist. Dass die deutschen Imker nur 30% des Honigs, der in Deutschland konsumiert wird, herstellen können. Mhm. Ähm, und alles andere muss irgendwo anders herkommen. Und wenn man dann mal ein Glas hat von jemandem aus der Region, aus der Nachbarschaft, dann ist das schon was Besonderes im Gegensatz zu irgendwas aus dem Supermarkt, was sonst woher gekommen ist und gemischt wurde und so weiter. Ja. Und das
Das hilft, glaube ich, also das hilft, ist bei mir zumindest, habe ich das Gefühl, dass es verkaufsfördernd ist, weil die Leute da wirklich gerne auch eine Mark mehr für ausgeben, Ja, wenn man das irgendwie zumindest zeigt. ja. Also bei uns im Ort ist es sowieso generell vom Kaufverhalten mit regionalen Produkten hat ganz stark hier zugenommen. Wir haben auch einen Bauern bei uns im Ort, die haben einen so kleinen Hofladen, da kann man auch Milch von deren Kühen oder auch Gemüse, also regional geerntetes Gemüse kaufen. Und ja, da kostet halt ein Kartoffelsack ein bisschen mehr, Ja. aber es ist halt trotzdem was anderes, als wenn ich das irgendwo eingeflogen oder sonst woher beziehe. Mhm. Wo du gerade Hofladen sagst, ne? Ich habe in der Recherche vorher gesehen, du verkaufst in 3 Rewes, glaube ich, wenn ich das, oder 5, Hm? irgendwie sowas. Und hatte in deiner Story vorher auch noch gesehen, dass du Regale aufgefüllt hast im Ja, Rewe. stimmt. Und irgendwie 2 Hofläden waren, glaube ich, auch dabei. Stimmt das? Oder? Einer. Mhm. Einer, Ein okay. Hofladen. Mhm. Magst du uns erzählen, wie bist du an Rewe rangekommen? Wie funktioniert da so eine Geschäftsbeziehung mit denen? Mhm. Auf was muss man da achten? Weil ich hätte Mhm. zum Beispiel persönlich Angst, äh, dass ich das alles hinkriege und alles ist freundlich und nach 2 Wochen ruft mich irgendjemand an und sagt, wieso ist das Regal leer? Warum hast du nicht aufgefüllt? So, wie Ja. funktioniert sowas? Also erstmal ist es mir auch wirklich zugeflogen, muss ich sagen, weil Rewe hat mich angesprochen, dass Kunden sie angesprochen haben, warum man nicht das Sabrina ihren Honig in der Rewe kaufen kann. Oh, Also cool. im örtlichen Rewe bei uns. Und dass das ja viel einfacher wäre, weil man mich so schlecht erreicht und weil ich so schlecht an Honig kaufen kann, dann wäre es ja einfacher, man könnte es beim Wocheneinkauf mitnehmen. Und so hat sich das, ja, so ist es entstanden. Also der Inhaber von Rewe ist dann auf mich zugekommen. Wir kennen uns so auch. Ich gehe da ja auch selbst einkaufen. Und wir haben praktisch vereinbart, dass das Honigregal von mir aufgefüllt wird. Ich bin ja eh einmal die Woche vor Ort. Dann Mhm. sehe ich ja, ob es fehlt. Und ich stelle meine Rechnung und er bezahlt mir das. Ach so, das heißt, du gehst dann mit einem Karton Honig einkaufen und, So, oder 3, 4. Und dann und dann, fülle ich das Regal auf. ja, Ja. und bei der Kasse fragen, gucken sie nicht komisch, dass du Honig schon, den du nicht bezahlen willst, im Einkaufswagen hast? Oder? Ach so, die kennen mich ja. Also Okay. ich komme schon vorher und sage dann immer, also ich finde, das muss dann auch immer richtig laufen. Also eine Kraft schaut dann auch sich die Kartons an, zählt die Gläser. Es geht zwar schon auf Vertrauensbasis, aber ich finde, in der Geschäftsbeziehung gehört sowas auch dazu, dass man einfach den Lieferschein einmal kurz zeigt. Ich habe den Honig und ich räume ihn nach diesem, also erstmal den aktuellen Honig nach vorne und den frischen Honig nach hinten. Ich weiß nicht, wie man Ja, das genau nennt, ja, aber dass das halt wegen dem MHD passt. vernünftig sortiert ist, ja. Ja, Genau. Und das mache ich also mit dem örtlichen Rewe und die anderen 4, die bestellen bei mir per E-Mail. Und ich verbinde das natürlich auch mit einem Wocheneinkauf. Dann kaufe ich halt auch mal dort ein. Aber ja. meistens ist klar, kaufe ich halt bei mir im Ort ein. Okay, und hast du die gefragt, ob das funktioniert? Ob du bei denen verkaufen darfst oder war das auch andersrum? Nee, also Kunden haben ja gefragt, warum mein Honig nicht bei Rewe Aber ich meine gibt. bei den Und so anderen ist ja beiden. ach so, na, die haben sich angesteckt, Ach, infiziert. okay. Also man kennt sich so untereinander und Hm? Honig ist ja eigentlich ein Randsortiment im Supermarkt, also auch Marmelade und so ist eher schwieriger verkäuflich. Aber ich muss sagen, es läuft voll gut. Liegt jetzt natürlich auch an der Situation, dass die Menschen mehr zu Hause sind und einfach auch Hm. generell mehr Lebensmittel einkaufen. Aber ich bin ja schon seit 2017 dort gelistet und ja. Ich habe auch noch Anfragen von anderen, also weiter weg, die ich aber abgelehnt habe, weil erstens habe ich nicht so viel Honig und zweitens soll es schon was Besonderes, Regionales bleiben. Ja, Ja. cool. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig, Ja. dass man auch da irgendwie, ne, den regionalen Bezug, wenn jeder den irgendwie überall bekommt, dann geht das vielleicht auch schnell verloren. Das, Ja. cool, super. Ich habe auf meinem Merkzettelchen noch 2, 3 Sachen draufstehen. Und Mhm. zwar dein Vanille- und Zimthonig. Sieht so gut aus. Du Mhm. musst mir jetzt mal erzählen, wie entsteht sowas? Irgendwann wachst du Mhm. morgens auf und sagst, oh, jetzt Vanille, Zimt, Honig in meiner Milch wäre super. Da muss es doch was geben.
Oder Ja, wie? also da will ich ehrlich sein. Ja. Und zwar, das ist ein Familienrezept. Meine Eltern haben seit Jahren auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt den Imkerstand und da haben wir heiße Honigmilch ausgeschenkt. Das ist auch ein bisschen Kindheitserinnerung, weil bei uns als Kinder, wir haben halt immer eine heiße Honigmilch getrunken. Und ich selbst esse ja gar nicht so viel Honig, bis keinen. Also ich koche sehr viel mit Honig, aber ich würde es mir jetzt nie aufs Brötchen schmieren. Das ist einfach gar nicht so meins. Aber in der Milch liebe ich es, aber mit Vanille. Und ich habe einfach dieses Familienrezept selber im Glas abgefüllt und ja, so ist die Mischung entstanden. Also ich habe sie nicht selbst erfunden. Okay. Und das verkauft sich wahrscheinlich wahnsinnig gut, oder? Voll gut. Also normalerweise gibt es das bei mir nur im Winter, weil das ist ja so wie Lebkuchen. Warum muss es Lebkuchen schon im August geben? Ja. Nur die Kunden, die drängeln so sehr, dass ich letztes Jahr, ich glaube, ich habe sogar im Juni eine Mischung zusammen gemacht, weil dann jemand gesagt hat, ich kaufe auch gleich 12 Gläser, dass es sich lohnt, eine Mischung zu machen. Ja. Aber mein Plan ist es, dass es dann im März ausläuft und dann über die Sommermonate keinen Vanille-Zimt-Honig gibt. So wie Raffaello. Ja, ja. Und das ist dann halt so, ich sage jetzt mal, ab September lasse ich mir dann eingehen, dass ich es dann wieder mache. Sonst verliert es doch auch irgendwie den Reiz, oder? Absolut, absolut. Das ist künstliche Verknappung. Du bist ein Marketingprofi. Ich sage ja, ich habe dich angekündigt mit, du verkaufst alles. Das ist super. Naja, also übertreib mal nicht, ne? Also ich schwatze es nicht auf, so ist es nicht. Nein. Aber wie gesagt, kennst du noch irgendeinen anderen Imker, der sagen würde, nee, den Honig verkaufe ich nur in der und der Saison. Ansonsten kaufen die Leute den zu viel. Da muss man schon einen Schritt weiter denken. Das ist schon nicht ohne. Ja. Ich meine, es gibt Imker, die Honig nur zu gewissen Zeiten verkaufen, mache auch ich, weil wir einfach nicht mehr haben. Und dann ist einfach die Sorte weg. Ne? Ja. Und dann gibt es halt nächstes Mal wieder. Du musst mir das Rezept nicht verraten, aber das ist echte Vanille, die hier drin ist, ne? Genau, also reine Bourbon-Vanille. Ja. Das ist in den letzten Jahren sehr teuer geworden, weil die Vanillepreise in den letzten Jahren utopisch hoch sind. Also da wird es einem wirklich schlecht. Ja, somit ist da die Gewinnmarge bei so einem Glas auch nicht so bombenmäßig gut. Also ist jetzt nicht so, dass ich nichts dran verdiene, so nicht, aber weil die Vanille halt sehr, sehr teuer ist im Einkauf. Ja, und dann mischst du das zu Hause oder mischst du das in einem großen Abfüllbehälter und machst eine Riesencharge und füllst dann alles ab? Genau. Oder ja, also wenn ich mein Honig, also es ist cremiger Honig. Ja. Und der Honig wird praktisch erst normal halt über das Rührgerät cremig gerührt. Und im allerletzten Gang wird die Vanille und der Zimt eingerührt. Ja. Dann muss auch die komplette Maschine gereinigt werden, weil glaube ich. Stimmt, gerade Zimt und so, ne? Da hast du sonst lange was von. Eben, ja. Cool. Meine letzte Frage auf dem Schmierzettel schon. Mensch, müssen wir uns danach noch was überlegen, worüber wir quatschen. Woher kommt zum Beispiel der Pullover, den du anhast? Der hier, da steht Imkerin drauf. Ja, du hast immer solche Sachen dran, wo irgendwie was selbst gemacht? Nein, das mal nicht. Aber ich habe sehr gute Kontakte. Und zwar ist es der liebe Mario. Wir können ja mal den Link von seinem Shop hier auch mit reinschreiben. Ja. Und der Mario ist ein ganz toller Freund, der mir alle Wünsche erledigt. Also er macht Kleidung auf Maß, also egal, was man draufstehen haben möchte, T-Shirts, Sweater, Hoodie in verschiedenen Farben. Und ja, dann komme ich ständig und möchte Imkerin oder Beekeeper oder Bee Honey draufstehen und dann macht er mir das, ja. Total in gut. In der Qualität. Ja. So, ich möchte ja keine Tipps geben, ne? Aber vielleicht solltest du es mal in einen Online-Shop mal mit reinpacken. Vielleicht so eine Kooperation von Mario zu dir. Ich habe das schon, aber weißt du was? In der ganzen Weihnachtszeit habe ich es einfach nicht geschafft. Ich habe schon eine Kollektion mit ihm zusammengestellt und ich habe es auch schon fotografiert, aber noch nicht online gestellt. Also es muss noch bis nächstes Jahr warten. Ja, das heißt, wer das jetzt hier sieht und sollte auf jeden Fall auf deinen Instagram-Kanal gucken, abonnieren, dann kriegt er mit, wann die Klamotten
online sind und so. Ja. Cool. Nee, finde ich richtig gut. Also ich habe mich immer gefragt, ob du jetzt einfach irgendwie hier so Spreadshirt oder was im Internet sagst, schreib mal Imkerin drauf und dann bestellst. Aber dafür sahen die zu gut aus, also qualitativ zu gut. Das hätte mich jetzt verwundert. Ja, nee, das ist Bio-Baumwolle, also richtig gute Qualität, also auch nachhaltig, das ist mir auch immer wichtig. Und was mir halt extrem wichtig ist regionale zu unterstützen und nicht einfach irgendwo im Internet zu bestellen. Ja. Und was ja eigentlich vor der Haustür haben kann. Ja, auf jeden Fall, cool. Wie geht's mit deiner Imkerei weiter? Hast du irgendeinen Plan für die nächsten Jahre? Also meine Vision ist, dass ich ein Bienenhaus baue. Dazu bräuchte ich aber erst noch ein Grundstück. Okay. Also in Bamberger, ich brauche unbedingt ein Grundstück hier in der Nähe. Ja. Würde sehr gerne ein Bienenhaus bauen. Das wäre so meine Vision, Zukunftsmusik in vielen Jahren. Klar, irgendwann mal so viel Geld mit den Bienen zu verdienen, dass ich meinen Hauptjob an den Nagel hängen kann, ist sehr unrealistisch, aber wir träumen da alle darf man ja haben und Illusionen eben. Ja. Ja. Ansonsten Schön. möchte ich einfach auch meinen Spaß nicht dran verlieren. Und es ist immer die Frage, umso größer man wird, umso mit mehr Arbeit ist es verbunden. Und vielleicht verliere ich dann auch meine Leichtigkeit. Deshalb, vielleicht führe ich es jetzt auch erst einmal die nächsten Jahre so weiter. Da hast du total recht. Auch bei allen Hobbys, die man so macht, ne, oder die man in seinem Leben mal gemacht hat, wenn das irgendwie in Arbeit ausartet, dann wird aus dem Hobby schnell Beruf. Und dann, also es muss immer Spaß bringen, ne? Und wenn du keine Lust mehr hast, zu den Bienen zu gehen, weil es so viel ist, dann. Aber ich habe in der letzten Folge hatten wir Lasse zu Gast und der ist auch, der ist quasi auch ein Hobby-Imker mit über 100 Völkern. Hobby-Imkern. Ja, aber der hat, so wie er geredet hat, hat er einfach den Virus gepackt und dann geht's los. Und dann hast du 5 Völker und dann 10 und dann 20 und nächstes Jahr sind es irgendwie 50 und dann plötzlich geht ja ganz oft so. Das würde ich nicht schaffen, neben meinem Hauptjob. Das sind Illusionen. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja mal halbe, ne? Dass ich sage, zur Hälfte kümmere ich mich um die Bienen. Mal schauen, was die cool. Zeit so bringt. Ja, da träumen viele von. Das wäre schon. Eine Frage habe ich noch. Wenn deine Eltern haben den Stand auf dem Markt und ich habe Bilder gesehen, du hast wahrscheinlich auch schon ganz, ganz oft geholfen. Wie funktioniert so ein Marktstand? Meldet man sich da an, dann zahlt man Standgebühr und dann fährt man da früh morgens hin. Und mal angenommen, also für mich zum Beispiel, ich habe noch nie auf einem Markt gestanden und ganz viele andere wahrscheinlich auch nicht. Wie funktioniert sowas praktisch? Also da muss man unterscheiden. Also mein Stiefvater ist jeden Samstag eben auf dem Bamberger Wochenmarkt. Da hat er seinen festen Platz. Da geht er jeden Samstag früh hin, baut auf und verkauft seinen Honig. Ich selbst gehe auch auf Märkten. Das sind dann aber eher so ausgeschriebene Gartenmärkte oder auch kleinere Weihnachtsmärkte, die nur über ein Wochenende gehen. Da meldet man sich an. Manchmal muss man sich auch dafür bewerben, weil ganz viele nehmen zum Beispiel nur einen Imker an, was ich sehr gut finde, dass es dann auch nur einen Imkerstand gibt. Und ja, also dann baut man früh auf. Die übers ganze Wochenende gehen, sind oft bewacht, sodass man seine Lebensmittel stehen lassen kann. Ich habe meistens einen Stand im Innenbereich, außer im Sommer, da gehe ich auch mal ins Pavillon. Und ja, per Rechnung kriegt man da seine Standgebühr und baut dann halt am Ende des Marktes wieder ab. Und nimmst du dann alles mit, von Geschenkkörbe, Kerzen, Honig, Seifen, alles, was irgendwie geht? Oder sagst du, es lohnt sich eigentlich nur Honig und... Nee, die Mischung macht es da schon aus, muss ich sagen. Also Honig, jetzt vor Corona habe ich zum Beispiel auch offenen Honig verkauft, dass man so unverpackt bei mir einkaufen kann, mit dem Honigglas direkt dann aus der Edelstahlkanne. Dazu braucht man aber auch eine geeichte Waage. Also man kann da jetzt einfach die Thermomix-Waage hinstellen. Das geht. Jetzt durch Corona nicht. Allerdings nehme ich auch immer meine Handcremes mit. Seifen sind immer gefragt, Bonbons, Gummibärchen. Also da macht schon die Mischung auch aus. Und machen das Leute, dass sie da die wissen, dass du da stehst und dann kommen die mit ihrem 1 Liter Pott an und sagen, mach mal voll? Ja, also es gibt zweimal im Jahr, also das ist immer Faschingsdienstag und im November,
auf dem großen Maxplatz bei uns in Bamberg, der große offene Honigmarkt. Und das kannst du dir nicht vorstellen. Also die Leute kommen da gefühlt mit Wägelchen in sämtlichen Gläsern, von groß bis klein, sogar kleine Eimerchen, holen die sich ihren Honigvorrat. Wahnsinn. Ja. Ja. Da Und muss es ich ist mal, sehr beliebt. Sehr beliebt. ja, wenn Corona vorbei ist, muss ich unbedingt mal nach Bamberg kommen. Das klingt Bist du gut. eingeladen? Ah, Auf danke. jeden Fall. Cool. Und dann fährt man auf den Markt und dann muss man da irgendwie damit rechnen, dass, also kontrolliert da irgendjemand noch so Lebensmittel? Ich weiß so, wenn ein Jahrmarkt aufbaut, kommt immer noch mal der TÜV und nimmt ab. Mhm. Passiert da sowas, dass irgendjemand noch mal kommt und sagt, das ist alles in Ordnung so oder nicht? Also ich glaube, auf dem Bauernmarkt ist es eher so sporadisch, weil Mhm. die sind ja jeden Samstag da. Wenn ich mich für Märkte anmelde, die so übers ganze Wochenende gehen, ist es meistens immer seitens des Veranstalters so, dass das Gesundheitsamt die Stände abnimmt. Man hat auch manchmal Auflagen wie ein Feuerlöscher. Also ich bin da top ausgestattet, dass ich an so Märkten überhaupt teilnehmen kann. Und ja, so Sachen wie, sonst gibt es bei mir eine Honigverkostung, also noch vor Corona. Ja. Da muss man dann halt auch warm Wasser zur Verfügung stellen können, ne, weil man ja mit einem offenen Lebensmittel zu tun hat. Und das muss dann schon stimmen und da ist meistens der Veranstalter schon bedacht. Und bevor der Markt praktisch öffnet, werden die Stände abgenommen, dass man halt nicht, ja, blöderweise zwischendrin wieder abbauen darf. Ne? Ja, ja. Könnte dann halt im schlimmsten Fall passieren. Hast du viel mit dem Lebensmittel- oder Veterinäramt oder irgendwie sowas zu tun, wenn du jetzt den Honig auch im Supermarkt verkaufst? Also wirst du regelmäßig kontrolliert oder so wie wir anderen Mm. alle Jubeljahre mal? Also ich muss sagen, ich habe die selber angerufen, Okay. dass die sich mal bei mir vorstellen. Die haben auch von mir schon mal eine Honigprobe gezogen, einfach so kontrollmäßig und Mhm. das hat soweit alles gepasst. Ich habe auch mal, wenn ich Fragen zu meinem Etikett habe, ich habe die direkte Telefonnummer von jemandem, der mir da eben Hilfe leisten kann und halt dann auch sagt, so nett oder lieber so, weil ich bin immer eher auf der Seite der, wie sagt man? Der Auf der sicheren Seite. sicheren Seite, Mhm. genau. Und frag vorher gerade mit dem Vanille und Zimt, da müssen ja dann, das ist ja nicht reiner Honig, da ist ja was beigemischt. Und da kann ich jetzt nicht einfach sagen Weihnachtshonig, das ist ja nicht Ja, richtig, weil Weihnachtshonig gibt es nicht. ja, ja. Es gibt Blütenhonig, aber keinen Weihnachtshonig. Und dass halt die Bezeichnung auch schon ordentlich ist und die Zutatenliste stimmt. Ja, also das würde ich jedem Imker raten, wenn er irgendwas seinem Honig entzieht oder beimischt, dass er sich da vorher informiert, was muss ich denn da auf mein Etikett draufschreiben. Nicht, dass das böse Erwachen mal kommt. Ja, Gerade wenn man es im Supermarkt verkauft, die haben ständig Kontrollen. Nur versuchen die gerade bei so regionalen Sachen, da kontrollieren sie dann eher den Imker, weil sonst geht ja die Probe von dem Supermarkt ab. Also mhm. die Honiggläser Ja, sozusagen. Ne? Und ja, ich stelle das dem Lebensmittelamt ja selber zur Verfügung, dass das auf meine Kosten geht. ja. Auf deinem Vanillezimt hast du dann wahrscheinlich draufstehen, Vanillezimt und Zimt im Blütenhonig drin, oder? Also, Genau. ja. Die Bezeichnung, ne? Also Mhm. Vanille und Zimt in Blütenhonig und es muss die Zutatenliste, so wie das halt bei anderen Lebensmitteln auch ist, Ah, ehrlich? draufstehen. Also Ja. die Zusammensetzung, ne? Blütenhonig, kommt Mhm. am meisten vor. Zimt Prozentual und Vanille. oder nur mit Komma? Ähm, nee, also keine Grammangabe, prozentual. Okay, Genau. cool. Und ab Aber einer kein. gewissen Stückzahl, also leg mich da nicht genau fest, über diese Stückzahl komme ich nicht oder Umsätze, muss Mhm. man dann auch noch die Nährwertangaben Das wie wollte ich gerade Eiweiß, fragen. Fett, Ja. Kohlenhydrate mit angeben. Ah, okay, aber das ist erst ab einer gewissen Stückzahl, die Genau, wahrscheinlich. genau. Also alles natürlich ohne Gewähr. Ne? Ich Na habe klar. mich da über das Lebensmittelamt beraten lassen und die haben bei mir auch eine Probe gezogen und haben das Etikett überprüft und Mhm. haben eben gesagt, das passt. Ja. Super. Sabrina, vielen, vielen, vielen Dank. Du hast ganz vielen Leuten, glaube ich, heute unheimlich weitergeholfen, inklusive mir. Okay. Ich habe Okay. super, super viel erfahren heute, wo man so ganz schwer drankommt. Vielen, vielen Dank. Das hat Sehr echt gerne. Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich blende hier unten Links ein zu all dem, wo wir heute drüber geredet haben. Schaut mal bei Sabrina im Shop vorbei, guckt auf ihrem Instagram-Kanal und dann sage ich Dankeschön für heute und wir sehen uns dann bei Folge Nummer 4 wieder. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.